WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners mit meinen Top 10 Irish Whiskys 2017. Das sind die Whiskys, die ich dieses Jahr 2017 verkostet habe und die ich für gut befunden habe. Wir fangen gleich an. Green für Ireland, also Number 10, also Platz 10, Redbreast, 12 Jahre alt, Cask Strength. Also diese Flasche hat mich echt umgehauen. Preis-Leistung, ich glaube um die 55 Euro. Ich habe die Preise nicht genau nachgeschlagen. Absolut genial. Verschiedene Batch-Nummers über den Jahr. Meine immer wieder ein Jahr und dann auch ein Batch. Ich glaube, ich habe 2016 Batch 2 oder 3 oder es gibt 2017 und so weiter. Redbreast, 12 Jahre alt, Cask Strength, absolut genial, Preis-Leistung, super. Nummer 9, Method and Madness, Single Pot Still. Also Irish Distillers in Middleton hat einfach eine kleine eigene Potstill errichtet, um da Experimente durchzuführen. Und Method and Madness gab es in Deutschland gar nicht. Das habe ich extra dann aus England importieren lassen. Also es war ein Single Grain, eine Potstill und eine Single Malt. Und das Single Malt war, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, tatsächlich auch in Kastanienholz nachgereift. Aber Single Pot Still, Irish, zum Teil ungemälzte Gerste, zum Teil gemälzte Gerste, richtig, richtig schön. Die Flaschen kosteten über 70 Euro. Tolle Flaschendesign, wie man hier merkt und so weiter. Eine gute Sache. Platz Nummer 8, St. Patrick's Cask Strength. Also ein No-Age-Statement. Ihr merkt eine gewisse Lastigkeit bei Fassstärke bei Irish, also ich merke auch Tendenz bei mir, dass ich das gerne habe. Das ist eine unabhängige Abfüller, also die kaufen einfach ein und vielleicht eines Tages werden sie ihre eigene auch Distillerie dort haben. Und das ist mein Problem, dass ich glaube, Nummer 7 und Nummer 6, die gleich kommen, sind eigentlich aus der gleichen Distillerie, der gleiche Produkt, nur anderen Etiketten da drauf. Nummer 7, The Whistler, 7-Year-Old Cask Strength. Also auch gleich auch eingekaufte Whisky, nicht selbst abgefüllt. The Whistler, 7 Jahre alt, Fassstärke, das Zeug war so gut. Schade, vergriffen gibt's nicht mehr. Schade, schade, schade. Nummer 6, auch im Grunde vergriffen, wahrscheinlich auch aus der gleichen Quelle auch bezogen von Temple Bar, Cellar Cask, Fassstärke. Auch nur über irish-whiskies.de zu beziehen von Mareike. Und 99 Euro die Flasche, die habe ich übrigens noch. Da kann man tatsächlich Samples noch bekommen. Ist das so Zeug so gut. Temple Bar war ein bisschen enttäuschend im Gesamt für mich. Bis auf diese eine Flasche, da war es hervorragend. Richtig, richtig coole Sache. Nummer 5, auch ganz neu auf dem Markt, J.J. Corry, The Gael. Also die Geschichte habe ich verfolgt jetzt hier, wie eine einsame Frau in Irland, der über 20 Jahre Erfahrung hatte in der Industrie, in der Spirituosenindustrie, sagt, hey, ich möchte sesshaft werden, ich werde den Bauernhof meiner Eltern übernehmen, allerdings nicht Bäuerin werden, sondern ich werde dort Whisky selbst abfüllen, selbst lagern und selbst verkaufen unter meinem Etikett. Und das ist eine schöne, schöne, schöne Sache, was sie dazu tut. Und da ist auch 24, glaube ich, Jahre alte Bushmills da drin und eine schöne, schöne Blend. Also J.J. Corry, The Gael, ein paar Samples habe ich noch. Nummer 4. Teeling, Brabazon Series 1. Also Teeling ist sowieso genial. Brabazon Serie 1 war nur in Sherryfässern. Serien 2 war nur in Portfässern. 2 hat mich nicht umgehauen. Aber Series 1 von Brabazon, absolut hervorragender Zeug. Also ob man das extra für Jason gemacht hätte, richtig gut. Preis war über 60 Euro, ein bisschen auf der teurer Seite, aber dennoch Teeling Brabazon, auch eine coole Flasche, richtig gut.
Nummer 3, jetzt jedes kriegt einen Drumroll. The Cornell, 16-year-old. Endlich mal eine Altersangabe, der sich lohnt. 16 Jahre alter Irish Whisky. Auch eine super schöne Flasche. Also empfehle ich immer wieder, wenn irgendjemand eine super schöne Irish Whisky haben möchte, unter 80 Euro. The Tyrconnell, 16 Jahre alt, ist absolut mein Favorit. Übrigens, unter meine Billig-Whiskys aus Irland, The Tyrconnell, nicht 10 Jahre alt mit irgendeinem Port oder irgendwie mal Madeira oder ein Sherry-Finish, die sind ein bisschen überteuert. Der The Tyrconnell ist einfach für 14, 18 Euro eine super schöne, angenehme Whisky. Nicht wow, aber Preis-Leistung absolut ein Sieger. Und der 16 Jahre alt sowieso. Nummer 2. Dingle Single Malt Batch Number 1. Also Dingle, eine Distillerie dort im Süden von Irland, ganz neu aufgemacht. Ihre erste 3-jährige Whisky habe ich probieren können. Dieses Jahr habe ich auch den Batch Number 2 rübergeholt. Hatte ich sehr hohe Erwartungen. Die Erwartungen wurden natürlich nicht erfüllt. Aber ich habe keine Erwartungen bei Batch Number 1 gehabt. Und das hat mich so überrascht. Das war so eine frische, leichte Irish Whisky mit dieses früchtige, tropische Noten da drin. Also richtig, richtig gut. Ist zu Sammlerobjekt geworden, ist sehr schwierig zu finden. Das war mein allererste Video auf Englisch und deshalb hat das einen Platz in meinem Herzen. Okay, und mein Liebling-Whisky, wer Jason kennt, mittlerweile weiß, wovon er schwärmt, wenn er Irish Whisky hat. Redbreast 21. 21 Jahre alte Redbreast. Der älteste Ausgabe, was wir haben vom Irish Whisky, von meiner Standardabfüllung vom Irish Distillers. 140 Euro, tut weh. Aber das Zeug ist himmlisch. Ich glaube, das war der erste 1++, den ich jemals gegeben habe. Das Zeug ist so vollkommen gut. Also, Redbreast unten Nummer 10. Nummer 9, Method and Madness. Nummer 8, St. Patrick's Cask Strength. Nummer 7, The Whistler, 7 Jahre alt Cask Strength. Nummer 6, Temple Bar, Cellar Cask, Fassstärke. Nummer 5, J.J. Corry, The Gael, ganz neu. Nummer 4, Teeling, Brabazon, Serie Nummer 1, ganz neu. Nummer 3, The Tyrconnell, 16 Jahre alt, ziemlich alt. Nummer 2, Dingle, Single Malt, Batch 1, sehr neu. Und Redbreast 21, sehr alt, aber sehr gut. So, meine Frage ist, was ist der beste Irish Whisky, den du jemals im Glas hattest? Schreib's unten hin. Dieses Jahr war es eindeutig für mich Redbreast 21. Die Überraschungen waren natürlich diese neue Distillery, also J.J. Corry mit ihrer Bonder, denn sie versucht jetzt hier zu sein. Dingle, Batch Number 1 mit einer neuen Distillerie. West Cork habe ich dieses Jahr... Ja, genau. Also, West Cork habe ich bisher kaum was im Glas gehabt dieses Jahr. Das kommt nächstes Jahr. Vielleicht kommt es auch in meiner Liste. Also, ich freue mich weiterhin hier Irish Whisky zu tasten und erwartet vieles auch an Irish Whisky von mir dieses Jahr. Ja, WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners, meine Top 10 Irish Whisky 2017. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Alles Gute für 2018. Bis dann.